Wir haben noch eine englische Woche, bevor wir das Fußballjahr 2023 hier abschließen, und zwar gegen Darmstadt, gegen Mainz und gegen Freiburg. Das ist also der Dreierpack, den ich heute gerne schaffen möchte, weil dann ist erstmal ein bisschen Winterpause. Ihr seht, virtuell an meinem Geburtstag hier, 20.12., dann gegen Freiburg. Dann geht's erst am 13. Januar weiter gegen Köln und dann beginnt auch schon die Rückrunde gegen Wolfsburg, Hoffenheim, dann nochmal Köln im Viertelfinale des DFB-Pokals. Ich hatte gerade eine kleine Auseinandersetzung mit Marvin Pieringer. Der hat sich halt beschwert, dass er zu selten spielt, dafür, dass er eigentlich Stammspieler ist. Ich habe da mit ihm so ein bisschen geredet. Er konnte sich ein bisschen beruhigen. Ich hoffe, er ist jetzt wieder nicht ganz so enttäuscht. Also für Tomalla müsste er halt häufiger spielen, ne? Aber ich mache ja hier immer den Vorschlag des Co-Trainers. Marvin Pieringer, wo ist er denn? Der ist ja gar nicht in der Startelf, ne? Der sitzt auf der Bank. Marvin Pieringer, da ist er. Ist halt unzufrieden, will mehr spielen, in der Startelf stehen. Das heißt, wir könnten ihn ja eventuell, was hat er denn für eine Position, hier reinwerfen? Für Tomalla vielleicht? Wenn wir das jetzt so machen, wir setzen ihn einfach mal rein. So, ich lasse das jetzt nochmal unverändert, ohne dass mein Co-Trainer da mir dazwischen funkt. Mal gucken, vielleicht klappt es ja, vielleicht auch nicht. Aber heute gegen Darmstadt auf jeden Fall, das muss halt gewonnen werden. Das sind so 6-Punkte-Spiele, auch gegen Mainz, da kann man auch mal wenigstens einen Punkt oder vielleicht sogar mal gewinnen. Also bislang ist diese Hinrunde ja so ein bisschen wie so eine Achterbahn verlaufen, ein paar Ups und Downs, ne, gab es im Pokal bis ins Viertelfinale. Dafür gegen die Großen der Liga immer auf den Sack gekriegt, aber auch gegen Stuttgart zum Beispiel zu Hause gewonnen, was ich jetzt auch nicht gedacht hätte, und gegen Union Berlin zum Beispiel haben wir ja auch zu Hause gewonnen. Dazu, wie gesagt, in Freiburg jetzt zuletzt im Pokal gewonnen. Sensationell. So, jetzt bin ich gespannt gegen Darmstadt. Ich lass es erstmal mit den Anfeuerungen ruhen, das habe ich mir jetzt auch mal vorgenommen, dass ich erstmal warte, was die Leute machen und dann versuche halt immer die Spieler direkt zu loben. Da haben wir jetzt mal Marvin Pieringer, mal gucken, ob er auf die, oder ob er eine Reaktion zeigt, ne? Schnell hat mit dem ersten Freistoß, der ist ja geliehen von Darmstadt, bin ich der Meinung. Mit der Flanke, Mainka. Der Ball ist hinter der Seitenlinie, so will ich das sehen, Druck, vielleicht sind wir ja jetzt mal Leipzig und Darmstadt ist einfach Heidenheim. Boah, schneller hat nächster Freistoß, schade. Schauen wir die ersten 5 Minuten. Guter Druck von uns. Da kann ich ja zum Beispiel mal loben, oder? Oder weiter anfeuern. Damit sie etwas mehr Leidenschaft zeigen. Vielleicht, ich muss ja auch mal gucken, was dann dieser Zuruf auch für Auswirkungen hat. Vielleicht machen das ja die Spieler und wenn dann irgendwas Entgegengesetztes gesagt wird, vielleicht sind sie dann auch unzufriedener. Das kann natürlich auch sein, aber, es kommt erstmal Darmstadt über Skarke. Muss einer raufgehen, Jungs. Das kann nicht sein. Das ist zu einfach. Ach, du ahnst es nicht, ey. Tim Skarke. Wahrscheinlich verunsichert von beim Zuruf hier. Da läuft er über einen Halbplatz, ohne den Ball zu verlieren. Und dann sind wir auch richtig schlecht im Zweikampfverhalten. Das geht halt nicht, ey. Das ist sehr, sehr amateurhaft, leider. Und dann für Darmstadt erstmal 1:0. Dadurch rutschen wir auf Platz 13 ab. Wir haben ein Sonntagsspiel. Eines von 2 Sonntagsspielen. Und wieder Schnellhardt zum dritten. Auch der Freistoß bringt leider nichts ein. Aber vielleicht nach dem Eckball. Haben wir ja auch trainiert. Haben wir ja auch extra einen Spezialisten dafür geholt. Mal gucken, ob es was bringt. Heidenheim fällt auf den 13. Platz zurück. Das ist völlig okay. Wenn ich da am Ende der Saison stehe, habe ich mein Ziel erreicht. Die Ziele des Vorstands. Und schon wieder ein Freistoß, ey. Pieringer, da ist er doch! Aber der Schiedsrichter hat was dagegen. Ausgerechnet Pieringer, vielleicht war es auch kein Abseits, aber ich befürchte, der stand ganz schön weit hinten. Aber es zählt auf jeden Fall. Also, kein Abseits und Marvin Pieringer. Ausgerechnet Marvin Pieringer. Das sind so Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Einfach mal loben. Vielleicht ist jetzt auch wieder alles gut zwischen ihm und mir. Kempe, nächster Schuss. Ja, jetzt wird es ein bisschen ausgeglichen. Also ein schönes Tor auf jeden Fall. Da hat sich das Training ausgezahlt von den Standards her. Aber da muss jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr kommen. Achtung, erstmal hinten den Laden dicht halten. Dann war Fabian Holland und Ding schießt wieder dazwischen. Wieder Ecke. Aus der wird aber nicht. Ja, doch. Wird auch hier simuliert. Guck mal. Schnellhardt ist mit einer 7,0. Ich dachte Marvin Pieringer, der hat eine 6,6. Achtung, Ecke. Da ist Clara und Holland aber drüber. Alles cool. Also es ist so ein typisches, ich möchte nicht sagen Aufsteigerduell, aber irgendwie schon. Honsack, 22. Was war da denn? Ach, das war ein Eigentor, das war gar nicht Pieringer.
Das haben die als Eigentor von Honsack gewertet. Okay, ich wollte gerade sagen, hä, warum ist ein Honsack auf unserer Seite? Dann war das gar nicht Piringer, aber der war zuletzt mit dem Kopf dran. Alles gut. Ach, Boateng. Ist das etwa Kevin... Ach, Jerome Boateng? Kevin Prince Boateng geht ja gar nicht. Wir müssen mal gucken, ob das Jerome Boateng ist. Das wäre ja der Hammer. Oder ob das einfach nur ein Namensvetter ist. Das wäre schon hammerhart, ey. Darmstadt mit Jerome Boateng. So, und wir bauen jetzt erstmal ganz in Ruhe auf. Darmstadt mit der Fünferkette. Und dann geht's schnell nach vorne. Aber dann kommen die Bälle auch zu ungenau. Oh, und dann wieder hinter die Spitze. Und Braden Manu bringt Darmstadt wieder in Führung. Es ist zu leicht, wie wir hier die Gegentore kassieren. Das ist Wahnsinn. Guck mal, hier der Fehlpass. Und dann müssen eigentlich alle zurück. Und dann reicht wieder ein Ball in die Tiefe. Und Braden Manu, der ist halt leider schnell. Ja, und Müller kann den auch leider nicht halten. Ey, unnötig. Also klar, es ist eher ausgeglichen, würde ich sagen. Halt, was hatten wir hier? Wir hatten zwar einige Tormöglichkeiten, doch die meisten wurden aus der Distanz abgegeben. Geduldig spielen. Ob das was bringt, schauen wir mal. Ich meine, geduldig musst du immer spielen. Aber ausgerechnet gegen Darmstadt, ey, weiß ich nicht. Das sind halt dann so Spiele, wo ich mich dann auch über eine Niederlage so ein bisschen ärgere. Also, ne, im Gegensatz zu Leipzig oder Bayern, Dortmund, da kannst du halt nichts machen. Aber Darmstadt, ey, das sind halt die Punkte, die du holen musst unbedingt. Das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Jetzt aber Piringer. Und jetzt ist es sein Tor. Und jetzt ist es sein Tor. Und es ist kein Abseits. Nee. Und jetzt loben wir ihn auch zurecht. 2:2. Wilde Spiele in der ersten Halbzeit. Dingshi. Zack. Schön durchgesteckt. Piringer nimmt den Ball einmal mit. Und der zahlt das zurück. Das Vertrauen. Vorher ein kurzes Gespräch gehabt mit dem Trainer. Einfach mal geklärt. Na, ist ja auch klar, ich meine, wenn ihm vorgegeben wird oder beziehungsweise ihm versprochen wird, der ist immer Stammspieler und er spielt dann halt nie, sondern da spielt halt irgendein anderer. Ich muss jetzt gerade mal hier gucken, wer sonst immer für ihn gespielt hat. Florian Pick zum Beispiel, ja, oder Dennis Tomalla. Was haben wir denn hier? Die Fans erwarten einen Sieg, enttäuscht sie nicht. So, an alle Spieler, die Fans erwarten einen Sieg, enttäuscht sie nicht, ja. Sehr gute Wiederholung. So, rein in Halbzeit 2, wenn es nur halb so gut weitergeht, für uns natürlich, dann haben wir noch mehr Spaß. Und bitte ein bisschen weniger Gegentore. Das wäre schon ganz geil. Also ihr seht hier, warte mal. Boateng, ist das Jerome Boateng? Es scheint Jerome Boateng zu sein, ne? Es ist Jerome Boateng, ey, tatsächlich. Du hältst es nicht aus, ey. Ist der bei Darmstadt gelandet? Halt. Norman Teuerkauf, okay. Fabian Schnellhardt hat etwas abbekommen. Ja, Oberschenkel Vorderseite, da wechseln wir natürlich direkt mal aus. Der ist natürlich bitter. Gegen seine ehemaligen Kollegen. Ist ja nur geliehen, ne? Und dieses ausgerechnet, das passt wieder. Und wieder der Ball hinter die Abwehr, das ist Wahnsinn. Auch wenn der jetzt weit vorbei geht, aber das geht halt nicht. Das ist zu leicht. Das ist unser Todesstoß meistens. Aber jetzt schauen wir mal, wenn wir ein bisschen geduldiger spielen. Meloni nimmt den nächsten mit, genau. Norman Teuerkauf, Siersleben. Und dann, wenn die Lücke da ist, auch einfach mal hinter die Abwehr spielen. Warum kriegen wir das nicht hin? So, Beste und jetzt, genau. Und wieder Piringer, das könnte sein zweites Tor sein. Aber Schuhen ist da. Halt, stopp, was haben wir hier? Standards herausholen. Die Spieler werden zufrieden sein. Ja, extra Aufwand, alles klar. Ist auch immer wieder derselbe Text. Dann zeigt mal was. Kleindienst, jawohl, mit Ansage. Da ist es doch, mit Ansage. Und auch Tim Kleindienst kriegt hier den Lob ab. Das Lob ab. Schöne Ecke von Beste durch den Fünfer. Und dann steigt Kleindienst da am höchsten. Und Marcel Schuhen ist da ohne Chance. Also, 3:2, Spiel gedreht. Wir sind 7. Halt. Ach, die zweite von 3 Wechselphasen. Manu Busch hat etwas abbekommen. Dann holen wir mal Traoré mit ins Boot. Und was haben wir hier? Schöppner für Meloni. Ja, bei denen geht jetzt so nach und nach die Kraft so ein bisschen zu Ende. Aber wir haben noch 2 Spiele in dem Jahr. Wir haben noch 2 Spiele. Wir spielen auch noch einmal unter der Woche. Da ist halt dann die Frage, ob man nicht dann auch nochmal die Mannschaft ein bisschen umtauscht. Ne, von der Fitness her müssen wir mal gucken. 3:2, das wäre so wichtig. Das würde sich auch in der Tabelle richtig gut lesen. 80. läuft schon. Ah, wir haben 13 Schüsse, ey. Wann hatten wir mal 13 Schüsse? Halt, stopp. Wen haben wir hier noch hier? Florian Pick kommt jetzt rein für Dingshi. Und ein XG-Wert von 1,17. Ich weiß gar nicht, wann das schon mal so deutlich war. Außer jetzt im Pokal gegen
Sandhausen. Da besonders in der zweiten Halbzeit. Sonst sind wir ja immer nur Außenseiter eigentlich gefühlt. Außer heute, da würde ich uns schon so als leichten Favoriten sehen. Genau, ein bisschen Zeit rausholen, Beste. Und vielleicht können wir ja noch einen entscheidenden Konter fahren. Über Kleindienst, Schöppner, ja, und Florian Pick ist durch. Und jetzt top. Rein damit. Schade. Jerome Boateng ist dazwischen. Aber nach einer Ecke sind wir immer sehr gefährlich. Besonders in dem Spiel. Ja, Beste lässt sich noch ein bisschen Zeit. Genau, nimmt ein bisschen Zeit von der Uhr. Schöne Ecke und wieder Kleindienst. Das ist eine Kopie des ersten Tores. Da müssen wir auch mal Niklas Beste ein bisschen loben. Das gibt's ja gar nicht, ey. Und auch hier Kleindienst nochmal loben. Das ist ja Wahnsinn, wie gefährlich wir mittlerweile bei Ecken sind. Also zumindest in dem Spiel. Und das ist dann auch die Entscheidung. Es gibt zwar 6 Minuten Nachspielzeit, aber das sollte für einen Sieg reichen. Und der ist auch hochverdient. Beste mit seiner dritten Vorlage? Nee. Da könnte der Schiri jetzt auch locker abpfeifen. 4:2. Jawohl, so ist es. Also das erste Spiel in dem Part gewonnen. 4:2. Am Ende dann souverän und auch sehr, sehr verdient. Marvin Pieringer ausgerechnet eher. Kleindienst mit 2 Toren. Beste auch mit einem Tor und einer Vorlage. Nee, mit 2 Vorlagen sogar. Schau an. Okay, eigentlich 3 Vorlagen von Honsack. Das, wo dann Marvin Pieringer geköpft hat. Das war dann nicht so schlecht. So, gute Arbeit von jedem hier. Das war klasse. Schon sind sie alle wieder begeistert. Ihr seht, wie schnell ein positives Ergebnis wieder die Stimmung in der Mannschaft verändern kann. Ihr seht, wir sind 7. Also das muss man sich hier einrahmen. Das ist Wahnsinn. Okay, wir hatten das Freitagsspiel oder ein Sonntagsspiel. Ne, wir hatten ein Sonntagsspiel, glaube ich. Ist ja auch egal. Fahren wir mal fort. Genau, wir hatten hier ein Sonntagsspiel. Dann gibt es, glaube ich, 3. Nächstes Spiel ist dann gegen Mainz. So. Nächste E-Mail. Lieberknecht enttäuscht. Ja, okay. Fabian Schnellhardt verletzt. Das ist nämlich der von Darmstadt ausgeliehen. Aber gut, 1 bis 3 Tage, das ist okay. Ja, Beste mit 2 Vorlagen. Sehr, sehr gut. Wieder Ole Werner. Also ich glaube, der wohnt irgendwie bei uns. Der ist irgendwie bei jedem Heimspiel bei uns. Oh, Dortmund spielt noch unentschieden gegen Leipzig. Und dann muss es ja noch irgendwie ein Spiel geben. Oder es ist verlegt worden an einem Montag. So, ich habe schon mal Schimmer auf so eine Art Transferliste gesetzt. Morense macht Angebot für Schimmer. Wurde aber noch abgelehnt, wahrscheinlich weil es zu wenig war. Signal Iduna Park im Rampenlicht. Ja, ist alles okay. Die Tabelle. Gut, Augsburg und Freiburg müssen noch spielen, Frankfurt muss noch spielen, Mainz muss noch spielen, gucken wir mal. Spieler der Woche ist natürlich Niklas Beste. Ehrenmann, für Sessa hat es auch schon mal ein Angebot gegeben von den Stuttgarter Kickers. Aber auch nur ein Leihangebot, ne? Sessa will weitere Zukunft diskutieren. Was will er denn hier? Probleme mit Sessa bereden? Was hat er denn? Ich bin enttäuscht, dass sie meinen Wechsel zu Estoril Praia verhindert haben. Dort bekäme ich die Einsatzzeiten, die ich brauche. Ich will, dass sie mir Verhandlungen erlauben, wenn sie noch einmal anfragen. Sie haben nicht genug für ihre Spiele geboten. Ich jedes Angebot von diesem Verein ablehnen. Die Entscheidung ist jetzt getroffen. Ja, das ist schwer hier. Das würde ich ihm versprechen. Ich kann sie erst gehen lassen, wenn ich sie ersetzen kann. Das ist im nächsten Transferfenster möglich. Ja gut, da würde er sich auch ein bisschen verarscht vorkommen, ehrlich gesagt. Der Wechsel wurde abgesagt, weil wir sie in naher Zukunft brauchen. Ich bin bereit, sie am Ende der Saison gehen zu lassen, wenn sie dann noch wollen. Das hier vielleicht. Enttäuscht. Ich will aus dem Interesse an mir Kapital schlagen. Von daher würde ich es begrüßen, wenn der Verein bekannt gibt, dass ich verfügbar bin. Ja gut, jetzt muss ich hier einen Ausgleich suchen. Dieses Gespräch führt zu nichts, also lassen wir es sein. Die Situation haben sie auf jeden Fall schlecht gemeistert. Ja gut, das war zum Beispiel bei Pieringer vorher auch. Aber ich habe da jetzt überhaupt gar keinen Einfluss. Also ich führe ja die Verhandlungen nicht. Ich muss da ja auf meinen Scout oder auf meinen dafür zuständigen Chef hören und auch hoffen, dass der da keinen Blödsinn macht. So, Mainz. Haben wir noch 4 Tage. Und dann nochmal die englische Woche. So, Dovedan fällt auch für 1 bis 2 Tage aus. Ja, die kommen jetzt so langsam, die kleinen Wehwehchen. Es sind viele Spieler gewesen in der Hinrunde. Mehrere Spieler sind der Meinung, dass die Pieringer einige Spieler in der ersten Mannschaft geben sollten. Unzufrieden, Hofmeier und Sessa. Ja, miserabel, das verstehe ich. Unterstützen sie. Denkt, Marvin Pieringer verdient seine Einsatzzeiten. Dann lassen wir den jetzt auch im nächsten Spiel mal spielen. So, Scout-Bericht, Update zum Scouting-Fokus. Auch wieder richtig gute Spieler. Burkhardt gerne. Angebot machen geht aber leider nicht, oder? Angebot machen, schauen wir mal. Gut, wir haben hier jetzt mal ein Angebot gemacht.
Also hoffe ich zumindest, ja. Und dann schauen wir mal. Vielleicht klappt das ja doch mit Burkhardt. Ich glaube aber nicht. Der Kader ist unzufrieden mit der Behandlung von Kevin Sessa. Dass sie Kevin Sessa ziehen lassen sollen. Ja, möchte nicht, dass Sessa die Mannschaft verletzt. Da ist unter anderem auch Piringer mit dabei, mit dem ich auch gerade schon mal gesprochen habe. Föhrenbach, Müller, Kleindienst, Lukas Janes. Okay, der spielt halt eh nicht, aber Kleindienst und Müller wären halt wichtig. Traoré, die Freigabe gewährt werden soll. Also ist schwer. Ich möchte mich mit dem Thema eigentlich erst nochmal nach dem Main-Spiel beschäftigen. Ist ja einer von uns mit dabei? Klar, Kleindienst und Beste. Hoffmeier ist jetzt verletzt. Knieverdrehung. Marlon Busch, Marcel Hoffmeier freut sich auf mehr Einsatzzeit in den nächsten Monaten, ja, wenn er wieder fit ist. Dann kann ich ihm auch mehr Einsatzzeit geben. So, was gibt's Neues zu Burkhardt? Ich glaube, er abgelehnt, das war eigentlich klar. Mainz zögert diesem Spieler eine Leihe zu gestatten, da er für sie eine Rolle in der ersten Mannschaft spielt. Mit einem Angebot, das sie nicht ablehnen können, wären sie vielleicht noch, gut, das hatten wir ja auch schon mal in der Sommertransferphase. Aber so einfach wird das halt auch nicht werden, ne? Jetzt kommt Rennen und will Busch verpflichten. Dann brauchen wir halt auch noch einen für die rechte Seite. Haberle, 61-jähriger Scout, alles klar. Mal gucken, was der so für uns hat. Sousa übernimmt bei Gladbach. Paulo Sousa als Cheftrainer, okay. Auch ein ganz wildes Ding. Ich habe auch letztens hier auch irgendeinen neuen Trainer gesehen. Wo war das denn? Keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen. Auch sehr, sehr kurios. Der Piringer steht nach dem Streit vor ungewisser Zukunft. So, dann schauen wir mal. Marvin Piringer, ja, Lena Baumeister, Persönlichkeit hinterhältig, da lehne ich sofort ab. Also wer schon so hier ankommt, der hat auf jeden Fall keine Chance auf ein Interview. Das mache ich nicht mit. So, Tomala Piringer ist ein relativ schneller Spieler, fühlt sich auf links wohl. Norman Teuerkopf für Schnellhardt, ja, Schnellhardt ist auch verletzt, ne? Steht Marvin Piringer vor einem Wechsel zu Leicester? Gut, das würde uns natürlich ein bisschen mehr Geld geben, ne? Aber mal gucken, wenn er jetzt vielleicht aufblüht, vielleicht braucht er es mal dieses Gespräch. Ich gucke mal, dass ich den jetzt auch spielen lasse. Norm Teuerkauf, den kann ich auch reintun, gar keine Frage. Trägt Piringer bald das Burnley-Trikot. Ja, 1,6 Millionen. Der hat natürlich auch ein einen guten Marktwert, ne? Einen hohen Marktwert, den haben wir hier. Schimmer zu Gundelfing. Banias macht Angebot für Schimmer, 190.000 Euro. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir uns vorstellen. Ne? So, Mainz, nächstes Spiel. Die sind 12. momentan. Adrian Beck beginnt sich Sorgen zu machen. Was haben wir jetzt hier mit Beck? Hey, was gibt's? Mir ist aufgefallen, dass sie gerade etwas bedrückt. Die mir versprochenen Einsatzzeiten habe ich nicht bekommen, weshalb ich nun verliehen werden möchte. Rotationsspieler. Ja, gut. Auf keinen Fall, darauf falle ich nicht rein. Geben Sie mir einfach, was ich will, ohne irgendwelche Bedingungen zu stellen. Ah, ja. Okay, dann werden wir Adrian Beck wahrscheinlich auch verleihen. Also so wie es jetzt aussieht, so wie wir aus dem Gespräch rausgegangen sind. So würde ich das jetzt mal einschätzen. So. Wir haben jetzt das Freitagsspiel. Das heißt, wir könnten bis auf einen Punkt rankommen. An Hoffenheim. Sensationell, warum die hier immer noch 13 Spiele haben. Vielleicht ist das Spiel verlegt worden, keine Ahnung. Frankfurt hier auch nur 13 Spiele. Naja, also gehen wir rein ins Meeting. Piringer, Änderungen ansehen. Was haben wir hier? Gimba für Schnellhardt. Ja, Gimba ist okay. Das würde ich machen, aber Piringer würde ich nicht reinnehmen. Ich würde den jetzt einfach mal, beziehungsweise Piringer würde ich drinnen lassen. So. Auf den Beinen bleiben. Teamauswahl. Piringer drinnen lassen, weil der hat jetzt gut gespielt. Ich will jetzt nicht ihn aus dem Flow rausnehmen. Den haben wir hier. Maloney. Mannschaftsanweisung, okay. Sind ja alle sehr zufrieden, alle hochmotiviert. Dann gucken wir mal, ob wir in Mainz direkt nachlegen können. Vielleicht einen Punkt. Weil in Mainz ist es auch immer schwer. Muss jetzt nicht auch unbedingt gewinnen, aber warum nicht? So, Spielvorschau. Auf geht's. Rein gegen Mainz. Vorletztes Spiel in diesem Jahr. Und dann, glaube ich, prügeln wir das Ding gegen Freiburg auch noch durch. Und dann schauen wir mal auf die Gesamtübersicht bislang in dem halben Jahr, was wir gemacht haben. Die Freiburger werden sich bestimmt revanchieren wollen für das Pokal aus. Aber jetzt haben wir erstmal Mainz. Die spielen auch mit der Dreierkette traditionell. Er gibt schon wieder den ersten Freistoß. Der Beste, der macht das gut. Ja, passiert aber noch nicht viel im Gegensatz zu den ganzen anderen Spielen. Da ist ja meistens in der Anfangsphase schon was passiert. Ein Schuss auf jeder Seite. So, jetzt gucken wir mal. Mainka, erster Aufbau, Schnellhardt.
Und da läuft er wieder, der Pieringer. Der Pieringer ist schon wieder da, ja. Wieder erster Schuss. Ging zwar weit drüber, aber immerhin. Vielleicht, wenn er jetzt merkt, ich setze so ein bisschen auf ihn, aber die anderen wollen natürlich auch spielen. Das ist das ganz, ganz große Problem. Das hast du halt immer in der Mannschaft. Dass es Spieler gibt, die sind nicht zufrieden. Die wollen ein bisschen mehr spielen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Achtung, Vene ist da und Burkhardt. Der eventuell bei Heidenheim im Winter aufkreuzen sollte, aber ich glaube, der bleibt bei Mainz. Was für eine unglaubliche Aktion von einem Vene. Ein Kandidat für das Tor des Jahres. Na gut, jetzt übertreiben sie. Das ging halt viel zu einfach. Ja, das war gegen Darmstadt auch schon so. Das ärgert mich massiv. Wenn du so Tore bekommst. Aber vielleicht schlagen wir ja zurück. Vielleicht schlagen wir ja direkt zurück, indem wir irgendwo dazwischen funken. Aber bislang kommen die Mainzer überall rein. Hardcore hier. Mit Dominik Coa da Costa, die beiden Ex-Frankfurter und wieder Barkok. Also 3 Frankfurter im Zusammenspiel. 3 ehemalige. Und somit schiebt sich Mainz erstmal auf die 7, wir auf der 8. Aber das ist auch immer noch okay. Aber wenn man die Chance hat, warum nicht sich oben festsetzen? Eine höhere Platzierung bedeutet auch immer ein bisschen mehr Kohle. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind Heidenheim, wir brauchen die Kohle. Und es gibt eventuell Elfmeter. Die Frage ist, ob das Foul innerhalb war oder außerhalb. Sah aber außerhalb aus. Ja, war kein Elfer, also. Dann der Freischuss von Beste. Gut, ist ausgeführt, wahrscheinlich weg. Schade, ein paar Zentimeter weiter in den Strafraum, dann hätte es Elfer gegeben. Naja, so ein Ärger aber auch. Somit steht es auch nur 1-0. Also ist eigentlich ausgeglichen. Die Mainzer mit einer Chance und einem Tor. So, aber vielleicht jetzt ein bisschen mehr fordern. Das war schon okay, aber da geht noch mehr. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Aber Mainz kommt jetzt zunächst mal. Da Costa, alle Grätschen vorbei. Da hat der Burkhardt schon wieder gelaut. Der kommt mir da ein bisschen zu häufig zum Einsatz. Müller. Auch wenn es komisch aussah, gut gemacht. So, Nebel, gute Ecke, aber Kleindienst hilft mit, jawohl, und komm. Rennt hinterher und der hat ihn noch. Komm, du bist alleine, komm. Spiel dein Tempo aus, was du nicht hast, schade. Ah, wenn er jetzt ein bisschen schneller nur wäre, aber mal gucken, wir sind noch im Angriff, mal gucken. Da kann ja immer noch was zustande kommen, jetzt zum Beispiel, ne. Loni kommt auch nicht ran, schade. Das war mal ein Angriff. Wenn wir den ein bisschen konsequenter ausspielen, aber das war leider nicht möglich. Ja, wiederum hintenrum über Leitsch, die Mainzer auch mit der Fünferkette. Ich hoffe, dass Freiburg nicht auch mit der Fünferkette spielt. Ey, das ist so ein Fünferketten-Syndrom, was ich hier habe. Im Vene gegen 2. Oh, das geht auch wieder zu einfach. Und Burkhardt, ey. Wie wir die Gegentore kassieren, das ist lächerlich. Also teilweise auch so vorhersehbar. Da geht der Ball durch die Beine, dann sind wir da nicht konsequent. Hier, schaut euch das nochmal an. Hier, da gegen 2 Mann. Das geht nicht durch die Beine. Dann nochmal durch die Beine. Von Meinker und Müller. Dann auch da ohne Chance. Ey, bitter, bitter. Jetzt pressen wir mal im Vene und Johnny Burkhardt. Ständig. Müller kommt rein für Da Costa. Halt. Bei uns kommt Schöppner für Meloni. Klar, ist halt auch eine Kraftfrage, obwohl so platt war der noch gar nicht. Ja, brauchen wir auch im letzten Spiel gegen Freiburg dann in dem Jahr. Achtung. Ja, Angriff nach vorne. Kein Pfiff. So richtig Druck kriegen wir leider nicht in der zweiten Halbzeit. So ein bisschen schade, aber mal gucken, was nicht ist. Das kann ja noch werden, aber ihr habt es ja gerade gesehen, ey, die Mainzer hellwach. Mit guten Angriffen. Vene. Und drüber. Es gibt sogar den Eckball, ey. Warum war Müller denn da noch dran? Das ist mal wieder nicht so ein gutes Spiel von uns. Burkhardt Gott sei Dank noch geblockt. Und wir kommen auch vorne nicht rein. Die Mainzer jetzt deutlich besser. Mehr Schüsse aufs Tor, einen besseren XG-Wert. Florian Pick mal rein. Schade, auch von Best heute. Der hat so ein gutes Spiel gemacht gegen Bochum. 2 Tore vorbereitet. Okay, 2,5 Tore vorbereitet.
Aber irgendwie ist heute der Wurm drin, so ein bisschen gegen Mainz. Ich glaube, die machen eher noch ein drittes Tor, als wir da nochmal irgendwie rankommen. Ja, geht nach vorne nichts. Also wenn es irgendwie geht, brauchen wir in der Winterpause wenigstens 1 oder 2 Verstärkungen. Vielleicht auch auf Leihbasis, aber ich muss das erstmal hinkriegen. So, warte mal. Schimmer und Hoffmeier, wo ist er hier? Für Mainka. Der auch schon ein bisschen Platz. Achso, der hat was abbekommen. Okay, das kommt dann natürlich auch noch mit dazu. Wenn jetzt so die kleinen Wehwehchen, wie gesagt, einsetzen. Hier und da mal eine Zerrung, so 2 bis 3 Tage raus. Das hat ja auch immer dann ein paar Auswirkungen. Also das Spiel werden wir leider verlieren. Zwar nur gegen Mainz, aber wir haben ja da noch ein Spiel gegen Freiburg, das wir dann vielleicht wieder ein bisschen erfolgreicher gestalten. Nebel, es gibt 5 Minuten Nachspielzeit. Mindestens. Ja gut, in denen wird jetzt nichts Spielentscheidendes mehr passieren. Die Mainzer werden das Ding hier gewinnen. Schieben sich dann erstmal vor uns auf Platz 8 oder 9, je nachdem wie die anderen spielen. Vandenberg nochmal. Und das gibt Abstoß und dann denke ich, wird der Schiri auch zeitnah abpfeifen. Noch eine Szene, also wir haben gar nichts gezeigt. In Halbzeit 1 waren wir noch ein bisschen besser drin, aber jetzt in Halbzeit 2, da häufen sich jetzt auch die Fehlpässe, da geht nichts mehr nach vorne. Okay, schade, müssen wir abhaken. Ein Spieler noch gegen Freiburg, vielleicht machen wir es da irgendwie besser. Ja gut, das ist ein bisschen Ball hin und her geschiebe, das hätten sie sich auch sparen können. Somit gewinnt Mainz leider verdient mit 2:0, muss man sagen. Manchmal stellt sich einfach nicht das gewünschte Ergebnis ein. Mit der Leistung bin ich aber dennoch sehr zufrieden. Hat die Konzentration verloren. Hatte eine Schelte erwartet, okay. Sieht motiviert aus und will etwas bewirken. Ja gut, vielleicht hätte ich ja noch ein bisschen härter reingehen können. Ich denke halt immer, dass die Tipps vom Co-Trainer, dass die somit die besten sind, deswegen nehme ich die auch meistens immer an. Vielleicht muss ich da auch ab und zu mal auf mein Gefühl hören und erstmal gucken, so was da an Auswahl steht. Aber gut, dass mir das jetzt schon auffällt. Beim vorletzten Spiel der Hinrunde. So, Freiburg, letztes Spiel. Auch nochmal unter der Woche. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr seht hier, bei uns geht es immer auf und ab. Sieg, Niederlage. Wechselt sich momentan so ein bisschen ab. Aber gegen Freiburg haben wir ja gute Erinnerungen, besonders im Pokal. So, nächstes Topspiel. Leverkusen gegen Frankfurt. Okay, sehr, sehr gut. Nägele glänzt bei Heidenheim U19-Sieg. Die müssen wir auch ab und zu mal hier im Blick haben. Christoph Nägele zum Beispiel, auch linke Seite. Junges Talent, potenzielle Fähigkeit. Okay, ziemlich gute Bewertung für die erste Mannschaft. Potenzielle Fähigkeit laut Scout. Okay. Vielleicht gehe ich da auch mal ein bisschen genauer rein in der Winterpause. Da habe ich jetzt dann auch ein bisschen mehr Zeit, mich da mal ein bisschen drum zu kümmern und da mal ein bisschen genauer reinzuschauen. Scout-Bericht Freiburg. Jetzt gucken wir mal die anderen Ergebnisse noch an von der Bundesliga hier. Dortmund verliert 3:0 in Augsburg. Oha. Da haben sie auch schön einen auf den Deckel bekommen. Bayern gewinnt, Leipzig gewinnt, Wolfsburg unentschieden, Gladbach hier unentschieden. Aber warum hat Frankfurt jetzt 2 Spiele weniger plötzlich? Verstehe ich gar nicht. 17. Dezember erst. Also heute quasi. Und dann haben sie noch ein Nachholspiel. Verstehe das, wer möchte. So, was haben wir hier noch? Jaro unwahrscheinlich. Nachrichten zum Spiel der Woche. Okay, das ist nicht so wichtig. Ach, Frankfurt gewinnt auch in Leverkusen. Die scheinen auch irgendwie was vorzuhaben in der Saison. 1:0 durch Aronson. Freiburg gewinnt gegen Köln zu Hause. Die lassen wir dann erstmal hinter uns. Wir haben 3 Punkte auf Union. Dann aber schon Stuttgart hier mit 7 Punkten auf Union. Also das ist wirklich die Negativüberraschung bislang. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass sich Stuttgart da unten wiederfindet. Aber was willst du machen? So, der Kader geht in den Urlaub. Ja, Heidenheims Jugendspieler haben nun ihren Urlaub. Ich wollte schon sagen, unsere Jungs. Ne, unsere Jungs haben jetzt noch einen. Ach hier, Spielverlegung, okay. Gegen Leverkusen wird neu angesetzt. Verschoben auf den 18. Februar und verschoben auf den 25. Weil die in der Euroleague spielen und weil die in der Champions League wahrscheinlich spielen. Okay, alles klar. Jamie Lawrence, ja, wäre auch ein guter Mann. Aber wenn ich dem jetzt auch wieder ein Angebot mache, dann ist wahrscheinlich wieder, was haben wir hier, Ende der nächsten Saison. Was haben wir denn hier? Das für den Vorstand interagieren. Vielleicht haben wir jetzt hier das Glück. Vorschlag machen. Leider können wir es uns nicht leisten. Ja, das ist leider das, was ich leider immer bekomme.
Ich mache aber trotzdem mal ein Angebot. Mal gucken. Update zum Scouting-Fokus. So, hier haben wir jetzt wieder ein paar Vorschläge. Gimba, Tomala und Pick. Da werde ich auf jeden Fall mal die Mannschaft so ein bisschen verändern. Nötige Mentalität. Ja, wieder ein Derby. Hat ja im Pokal ganz gut geklappt. Marvin Piringer zu Lille. Ach du Scheiße, was sind das denn hier? Aber guck mal, 2,5 Millionen. Das wäre so wichtig für uns. Das ist wie ein Millionengewinn. Ja, jetzt fällt der Schimmer auch noch aus. Okay. Physio überlassen. Dem Kleinen dieses auch noch verletzt. Muskelfaser ist ja super. Na super. Das heißt, wir können quasi mit einer rund erneuerten Mannschaft spielen. So wie es ausschaut. Jetzt haben erstmal am Dienstag die Leute ein Spiel. So, jetzt aber Freiburg, komm. An meinem virtuellen Geburtstag. Bayern gewinnt in Wolfsburg 2-1. Kaminski, Augsburg gewinnt in Stuttgart. Die bleiben immer noch unten. Leipzig gewinnt, die bleiben oben dran. Und Dortmund verliert schon wieder. Wahnsinn. Also man kann den Dortmund gewinnen. Hat man ja gerade gesehen. So, aber wie stellt sich jetzt die Aufstellung da? Jamie Lawrence, ja natürlich. Besprechung mit Führungsspielern. Ja, ich habe ja Sessa eigentlich ein Transferangebot gemacht. Transfer, Berater nach Marktinteresse via Transferroom anbieten. So, und stellen wir ihn mal drauf. Dann haben wir den auch im Winter weg. Der macht mir so ein bisschen zu viel Show. So, Begegnung. Jetzt müssen wir hier erstmal ein paar Mal wechseln. Auf Außenverteidiger abspielen. Ja, machen wir. Anweisung anpassen. Teamauswahl. So, was haben wir jetzt hier? Aufstellungsempfehlung. Gimba, Tomala und Florian Pick. Und vorne Piringer. Darf jetzt also von Anfang an stürmen. Hopp, auf geht's. Letztes Spiel im Jahr 2023. Und dann ziehen wir nochmal kurz Bilanz. Und dann soll es doch schon gewesen sein für den Part. Haben wir gut was geschafft. Sehr schön. Freut mich. Läuft auch gut in der Liga. Ich bin sehr, sehr zufrieden. So, also. Motiviert rein ins Derby. Letztes Spiel gegen Freiburg. Im Pokal hat es geklappt. Mal gucken, ob wir sie schon ein zweites Mal schlagen können. Ich glaube, das wird ein bisschen schwerer. Noch ein bisschen kniffliger. Also quasi genauso wie im Pokal. Freiburg spielt mit einer Viererkette. Also ein 4-2-2-2. Auch sehr, sehr interessant. Aber wir bleiben bei unserem klassischen 4-2-3-1. Aber Freiburg ist jetzt zum ersten Mal da über Keitel, Höfler und da ist Höhler abgefälscht. Verteidigung steht. Ja, Eckberg kommt trotzdem rein, Günther ist da, Meinke aber auch. Keitel und Beste, komm, wie schnell ist er? Ja, nicht so schnell, also er kann niemandem weglaufen, schade. Das ist halt der Unterschied, wenn du da mal so einen Blitzsprinter hättest, der wäre wahrscheinlich einmal durchgelaufen. Und hätte den Keeper dann gefragt, wo er ihn hinhaben möchte, schade, das ist halt sehr, sehr ärgerlich. Aber so eine Qualität, die kostet halt auch. Die kostet halt auch leider Geld und das Geld haben wir auch bislang leider nicht. Vielleicht werden wir Sessa verkaufen und Piringer. Ja, alles noch sehr, sehr gemächlich. So leichtes Gegenpressing wollen wir machen. Aber bitte nicht so ein Ballverlust. Höhler, sie ist Leben, Grätsche, sehr gut. Oh, der kann doch da nicht so einfach durchgehen, ey. Das ist wieder so easy peasy von Daniel Kofi-Giré. Auf diese Vorlage darf sich Höhler etwas einbilden. Frankfurt führt gegen Gladbach, aber hier. Das hat vorher schon mit dem Ballverlust begonnen und dann hier Höhler. Natürlich sprintet der da durch. Aber das finde ich auch schon teilweise zu krass. Also Höhler würde das niemals so machen. Jetzt no disrespect an Höhler, aber das würde der doch nie so in echt machen. So einfach durchsprinten. Somit rutschen wir auf den 11. Platz ab. Frankfurt, wie gesagt, führt 1-0 gegen Gladbach. Stabile Sache, würde ich sagen, ne, oder? Jetzt muss nur noch das Ergebnis hier irgendwie stimmen, aber das wird halt sau schwer. Ja, hintenrum aufbauen ist ja auch ganz okay, aber irgendwann muss halt dann die Chance nach vorne mal unternommen werden. Firmbach vielleicht jetzt durch die Lücke, Beste, ja, schade. Immerhin mal ein Schuss und Atobolu. Hält ihn nicht ganz fest, aber wir setzen uns jetzt hier fest. Das sieht jetzt richtig gut aus, aber es fehlt in der Mitte leider Kleindienst heute. Schade, an die Flanken. Da kommt halt auch ein Marvin Piringer nicht ran. Bochum führt in Leverkusen. Ey, das ist natürlich auch ein Ergebnis. Das gibt es wahrscheinlich nur hier im Manager. Und das auch wieder zu leichte Fehler. So kannst du Freiburg nicht gefährlich werden, ey.
Schade. Mal ein bisschen mehr fordern. Dass das alles momentan ein bisschen zu wenig ist und wieder Daniel Kofi-Chiré. Das war ihres Lebens ein missratenes Einsteigen. Ja, das ist so ein Gegentor der Marke Heidenheim. Guck mal, durch die Beine, dann ist der Keeper da. Ja, und dann ist er so reingestümpert. Ich glaube, die Freiburger, die machen jetzt eher an so einen Keitel, aber abseits. Wird erstmal angezeigt. Aber der VR kommt natürlich auch dazwischen, natürlich. Tobias Stehler, Tor aberkannt. Also haben wir nochmal Glück gehabt, sonst wäre das hier schon in der ersten Halbzeit entschieden gewesen. Aber von da aus kann man ja nichts sehen, oder? Ja, doch, vorne der Mann. War also ein klares Abseits. Ja, also eigentlich 3-0 schon für Freiburg gesehen. Das ist auch wieder ein sehr, sehr überlegenes Spiel. Ist halt auch ein Qualitätsunterschied, ne? Ein Glück haben wir im Pokal die gute Leistung gezeigt. Und sind da eine Runde weiter, aber mal gucken. Vielleicht kommt ja nochmal ein Aufbäumen. Ja, aber ohne richtigen Stürmer. Ich meine, er ist ja ein Stürmer, Marvin Pieringer, ne? Aber ist halt auch nicht kopfballstark, von daher nützen auch heute unsere Flanken nicht so viel. Tja, schade. Das geht aber auch völlig in Ordnung. Guck mal, unsere XG-Wert 0,25. Da kannst du nichts viel machen. Wir müssen uns vor dem Tor besser anstellen. Bringt endlich die Pille auf den Kasten. So oder so ähnlich hätte ich das auch gesagt. Und haltet hinten mal den Laden dicht. Rührt mal ein bisschen Mörtel an oder so. Zum Beispiel, hätte ich gesagt. Ich glaube jetzt nicht noch an eine totale Kehrtwende. Vielleicht kommen wir noch auf 1:2 ran. Vielleicht auch mit viel Glück 2:2. Aber ein 3:2, da müsste schon sehr, sehr viel passieren. Aber so nicht. Guck mal, das meine ich. Vorne ist halt diesmal der Kleindienst nicht da. Der ist verletzt. Aber ein Glück ist jetzt erstmal ein bisschen Winterpause. Da können die sich alle mal erholen, alle mal einen Kopf frei kriegen. Wir gucken uns mal auf den Transfermarkt um. Was unsere Scouts uns so empfehlen. Und dann bin ich gespannt, wie die Rückrunde verläuft. Ob die so ähnlich wie die Hinrunde ist, dann hätten wir ja den Klassenerhalt mit 40 Punkten ungefähr. Oder ob wir halt dann unten durchgereicht werden. Das befürchte ich halt leider immer noch. Dass wir dann in der Rückrunde so ein bisschen einbrechen. Achtung, Günther. Günther. Aber Müller ist da, mal mit einer Parade wieder. Und Keitel direkt und Gregoritsch, ey, was ist das denn auch wieder für ein lächerliches Tor? 30 Mal abgefälscht. Aber er reagiert halt dann am schnellsten, ne? Hier, der Eckball natürlich eine gute Variante. Dann Keitel, dann abgefälscht von, ich weiß gar nicht, wer es ist, und dann Gregoritsch. Ja, eigentlich müsste ich sie jetzt mal maßregeln. Weil es ist im Prinzip auch wieder eine ziemlich schlechte Leistung. Mal gucken, ob es was bringt, ob wir dann immerhin... Oh, ein Tor schießen, Pieringer. Schau mal, jetzt sind sie auf einmal wieder alle glücklich. Aber jetzt gehen wahrscheinlich gleich die Gesichter nach unten, wenn ich sie maßregel. Das kann einfach nicht sein. Halt, was haben wir hier? Schöppner für Meloni, alles klar, rein damit. Und der nächste Schuss und fast das nächste Ding. Also wir können froh sein, dass es nur 3-0 steht, glaube ich. 4-0. Hätte ich gar nicht erwartet. Achtung, Tomala klärt, Gregoritsch. Und Philipp. Oh, drüber. Aber sie ist Leben war noch dran, ne? Ja, ist so ein bisschen schade. Also so machen wir uns die Hinrunde so ein bisschen kaputt. Klingt immer so hart, ne? Weil wir stehen eigentlich ganz gut. Aber ich habe gedacht, so gegen Freiburg immerhin nochmal ein Unentschieden. Aber guck mal, ihr seht hier die Statistik. Bochum in Leverkusen zum Beispiel. Wie? Wie geht das? Das ist unfassbar. Das ist nicht zu erklären. XG-Wert von 2,6. Also der Sieger steht auf jeden Fall schon fest. Da brauchst du gar nicht um heißen Brei rumreden. Und wir müssen halt gucken, dass wir uns im Winter wirklich gut sortieren. Dass wir die Spieler verkaufen oder verleihen, die hier nicht mehr spielen wollen oder die halt einfach zu wenig spielen. Und wir müssen uns irgendwie noch verstärken. Auf 2, 3 Positionen. Also im Mittelfeld bräuchte man nochmal einen. So einen etwas robusteren vielleicht. Da brauche ich jetzt auch keine Anweisung mehr machen. Das Ding ist durch. Also von 6 Schüssen nur 2 aufs Tor. Das ist sehr, sehr ungefährlich. Aber gut, das ist halt so in Heidenheim, ne? Da wird halt immer gefightet.
gekämpft um jeden Ball, um jeden Torschuss, musste quasi zittern. Leverkusen ist dann doch noch auf 2-2 rangekommen. Aber bei uns vorne ist dann noch Kühlwetter reingekommen. Wahrscheinlich war es ein kühles Wetter. Ich bin unzufrieden, was ich gerade von diesem Team hier gesehen habe. Schien motiviert. Fand die Ansprache aufgrund der schwachen Leistung gerechtfertigt. Genau, sowas muss halt auch mal sein. Und somit beenden wir also die Hinrunde erstmal, also das Jahr 2023. Die Hinrunde ist noch nicht vorbei. Auf einem guten 11. Platz. 2 Punkte vor Bremen, auch ganz eng hier. Das wird noch ein Hauen und ein Stechen in der Rückrunde dann im nächsten Jahr. Was haben wir jetzt hier noch? HSPP erlebt Geburtstag zum Vergessen, ja. Stimmt, das war ja an meinem Geburtstag. Ich hatte es eigentlich schon vergessen, aber gut, dass mich der Posteingang nochmal daran erinnert. Also, wir gucken jetzt nochmal auf die Tabelle kurz drauf hier. Nach 16 Spielen, 15, 16 Spielen, das ist überragend. 5 Siege, 4 Unentschieden, 7 Niederlagen, davon aber auch gegen Leipzig, Bayern, gegen Dortmund, ich glaube gegen Frankfurt da haben wir Unentschieden gespielt. Jetzt ist halt Freiburg noch mit dazugekommen. Tja, was willst du da machen? Es hätten auch noch 1, 2 Siege mehr sein können, aber das ist, wie gesagt, Jammern auf hohem Niveau. Die spielen noch am 23. Dezember ihre Nachholspiele, dann haben sie auch 16 Spiele. Leipzig als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Sonst hat jeder mal einen Sieg und ich schaue jetzt mich im Winter mal ein bisschen um. Versuche mal so 2, 3 gute Spieler zu verleihen und dann sehen wir uns wieder. Ich gehe dann nämlich auch in den Urlaub hier, in-game. Dann sehen wir uns zum Start und zwar jetzt muss ich gerade mal gucken hier, wann geht es wieder weiter? Am 13. Januar gegen Köln, das ist das letzte Hinrundenspiel und dann geht die Rückrunde schon los und dann auch unter anderem Pokal, also es folgt jetzt Spiel auf Spiel. Also danke fürs Zuschauen, macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, wenn ihr die weiteren Folgen nicht mehr verpassen wollt. Macht's gut, ciao, ciao.